2025 mit einer amerikanischen LLC so richtig durchstarten. Damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Die amerikanische LLC erfreut sich hier bei Auswanderern ungebrochener Beliebtheit. Das ist auch kein Wunder. Es ist eine unheimlich flexible Rechtsform. Sie ist steuerfrei, wenn es keine Betriebsstätte in den USA gibt und für viele Auswanderer geradezu ideal, insbesondere für jene, die freiberuflich über die LLC tätig sein werden. Ich möchte gleich am Anfang sagen, und ich habe das schon in vielen Videos so gesagt, dass die LLC nicht für jeden geeignet ist. Für jene, die gewerblich tätig sind und gewerbliche Einkünfte über die LLC abrechnen und die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sie sind möglicherweise von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Ich habe dazu einen sehr ausführlichen Text geschrieben auf unserer Webseite. Ich verlinke hier dazu, das musst du auf jeden Fall beachten. Davon sind aber nur deutsche Staatsbürger betroffen, Schweizer und österreichische Staatsbürger nicht und auch jene Deutsche nicht, die hier freiberufliche Tätigkeiten im Sinne des klassischen Freiberuflers haben und auch momentan in Deutschland, wenn sie noch nicht ausgewandert sind, keine Gewerbesteuer bezahlen. Sie können die LLC verwenden. Bei allen anderen muss man tatsächlich aufpassen, ob es wirklich so sinnvoll ist. Es gibt natürlich Konstellationen, wo es auch dann möglich ist, hast du zum Beispiel einen Ehepartner, eine Ehepartnerin, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder hast du selbst nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, wie gesagt, dann ist es natürlich kein Problem. Für viele stellt sich zunächst die Frage, welcher Bundesstaat hier in den USA am besten ist, die LLC zu gründen. Viele haben hier zunächst mal steuerliche Fragen. Die Steuer ist ja in den USA auch vom Bundesstaat abhängig. Hier habe ich gute Nachrichten. Der Bundesstaat ist aus steuerlicher Sicht völlig egal. Warum? Die LLC bezahlt keine Steuern, weder im Bund noch auf Bundesstaatsebene. Hier sprechen wir aber tatsächlich nur von der Ein-Mann-LLC. Ja? Wenn die LLC mehr als einen Gesellschafter hat, dann muss sie volle Steuererklärung in den USA einreichen. Aber die Ein-Mann-LLC oder die LLC mit einem Gesellschafter, kann auch eine Firma sein, diese ist eine sogenannte Disregarded Entity und bezahlt keine Steuern in den USA, wenn es dort keine Betriebsstätte gibt. Sie kann auch Kunden in den USA haben, darf aber keine Betriebsstätte in den USA haben. Wenn ihr zu zweit seid, sollten nicht beide Gesellschafter der LLC werden, sondern nur eine Person. Diese hält dann den Anteil der anderen Person treuhänderisch. Damit ist dann auch wiederum gegeben, dass die LLC nur einen Gesellschafter hat und ist somit eine sogenannte Exempt LLC oder eine Disregarded Entity. Es ist dann völlig egal, in welchem Staat sie gegründet wird aus steuerlicher Sicht. Es werden keine Steuern in den USA fällig, auch keine volle Steuererklärung, auch keine Buchhaltung, lediglich eine jährliche Meldung an die IRS, wo so Dinge wie der Gesamtumsatz und auch der wirtschaftlich Berechtigte gemeldet werden müssen. Das erledigen wir natürlich für dich. Dazu mehr am Ende des Videos. Aus dieser Sicht betrachtet ist der Bundesstaat also egal. Der Bundesstaat ist dann ein bisschen wichtig, wenn es um so Fragen wie Reputation geht oder eben auch, was dort im Handelsregister veröffentlicht wird. Florida zum Beispiel hat ja allgemein eine positive Reputation, aber das Handelsregister ist eben komplett offen. Das heißt, man sieht, wer eigentlich hinter der LLC steht. Viele unserer Mandanten gründen daher lieber eine LLC in Delaware oder Wyoming. Dort ist das Handelsregister nicht öffentlich. Man weiß also nicht, wer hinter dieser LLC steht. Kontoeröffnung ist ebenfalls für die LLC relativ einfach. Wenn wir für dich die Gesellschaft gründen, eröffnen wir ein Konto für dich in den USA bei Mercury. Unserer Erfahrung nach eine sehr gute Bank. Sie ist spezialisiert auf US-Gesellschaften, die ausländische Eigentümer haben. Überhaupt kein Problem, dort ein Konto zu eröffnen. Allerdings gibt es dort keine Eurokonten. Wenn du ein Eurokonto benötigst, dann musst du selbst eins eröffnen. Zum Beispiel Wise ist hier der Anbieter, der vielfach gewählt wird. Es gibt noch einige andere Internetbanken, die hier Eurokonten für LLCs veröffentlichen. Aber es sind bei weitem nicht alle Internetbanken. Da muss man also möglicherweise ein bisschen danach suchen. Wenn du kein Eurokonto brauchst, würde ich dir empfehlen, das Mercury-Konto für fast alles zu verwenden. Leider hat Mercury vor kurzem hier Transaktionsgebühren auf ausländische Kartenzahlungen eingeführt. Das ist etwas ärgerlich. Dennoch finde ich persönlich das Mercury-Konto das Beste. Da gibt es sehr wenig Compliance-Nachfragen, sehr wenig Nachfragen zu Nachweisen, die man dort einreichen müsste, betreffend von Transaktionen.
finde ich im Vergleich zu den europäischen Internetbanken extrem angenehm. Du brauchst natürlich die Steuernummer, die sogenannte EIN, um das Konto zu eröffnen. Wie gesagt, wenn du bei uns die LLC gründest, dann beschaffen wir dir diese Steuernummer auch. Immer mehr Mandanten wollen dann neben der EIN noch eine persönliche Steuernummer in den USA beantragen. Das ermöglicht die LLC. Du bekommst dann die sogenannte ITIN. Der Vorteil ist, mit der ITIN kannst du dann Bonität in den USA aufbauen, persönliche Kreditkarten beantragen, persönliche Kreditlinien beantragen, persönliche Konten eröffnen. Auch die Beantragung der ITIN ist bei uns im Preis mit enthalten. Wie gesagt, am Ende sage ich dir nochmal mehr zu unserem Leistungspaket diesbezüglich. Laufende Buchhaltung nach europäischer Vorstellung, das ist alles kein Thema bei der LLC. Wichtig ist natürlich, dass du prüfst, ob du möglicherweise in der Europäischen Union mehrwertsteuerpflichtig bist. Wenn du zum Beispiel Produkte in die Europäische Union verkaufst, sei es jetzt elektronischer Art oder auch tatsächlich physische Produkte, musst du die LLC in der Europäischen Union für die Umsatzsteuer registrieren. Das Gleiche gilt im Übrigen auch, wenn du zum Beispiel Gruppencoachings etc. durchführst. Da bringt dir also auch die LLC nichts dabei, dies zu vermeiden. Allerdings ist das natürlich nur im B2C-Bereich zu beachten. Im B2B-Bereich gibst du einfach dem Kunden die EIN. Dann kann der Kunde damit das sogenannte Reverse Charging machen. Du brauchst dafür also keine europäische Umsatzsteuernummer. Natürlich fragen sich viele, brauche ich eigentlich wirklich die LLC? Ich könnte ja auch im eigenen Namen Rechnungen stellen, gerade zum Beispiel für Dienstleistungen, Softwareentwicklung und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich möglich, das kannst du garantiert so machen. Viele bevorzugen die LLC, weil sie im Grunde genommen so eine neutrale Ebene zwischen dir und dem Kunden ist. Erstmal hast du natürlich den Haftungsschutz, dann hast du da eine richtige Firmenanschrift in den USA. Du musst dich deine Privatadresse angeben und du hast ein Firmenkonto und das Ganze ist so ein bisschen von deiner natürlichen Person getrennt. Deswegen verwenden viele eigentlich ganz gern eine Gesellschaft und jetzt hier stellen Rechnungen nicht im eigenen Namen, auch wenn das Recht natürlich möglich wäre. Und natürlich gerade, wenn du digitaler Nomade bist, musst du dann bei der Rechnungsstellung im eigenen Namen auch eine Steuernummer dem Kunden senden. Und welche würdest du dann hier eben verwenden dazu? Ich habe ja schon gesagt, es muss jetzt keine EU-Umsatzsteueridentnummer sein, aber möglicherweise hast du ja keine wirkliche Steuernummer, die du jetzt dem Kunden senden möchtest, wenn du hier als Reisender unterwegs bist, daher dann eben ideal die EIN dafür zu verwenden. Im Sinne von Einreichungen, die man hier bei Behörden in den USA machen muss, sind im Grunde genommen 3 Dinge zu beachten. Erstens muss man nach der Gründung hier das amerikanische Transparenzregister befüllen. Wir erledigen das für dich. Hier gab es in letzter Zeit ja einiges hin und her, einiges Chaos, muss man sagen. Mittlerweile ist es wieder so, dass man die Angaben machen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass Elon Musk und Donald Trump damit Schluss machen, aber wer weiß. Jährlich musst du dann ans Handelsregister eine Meldung machen. Auch das erledigen wir für dich, wo man hier im Grunde genommen die Details der LLC bestätigt und jeweils zum 15. April bzw. mit Verlängerung zum 15.10. muss man der IRS ein Formular senden, wo man den Gesamtumsatz der LLC bestätigt. Das ist keine Steuererklärung in dem Sinn, aber im Grunde genommen eine Statusmeldung. Das ist seit 2017 Pflicht. Wenn du die LLC nicht mehr brauchst, kannst du die ganz einfach schließen. Ein kompliziertes Liquidationsverfahren, wie man das in Deutschland oder in anderen EU-Ländern kennt, gibt es nicht. Die LLC ist also ruckzuck wieder aus dem Handelsregister gelöscht. Die LLC ist vielseitig einsetzbar. Du kannst sie jetzt verwenden, um Dienstleistungen abzurechnen, um hier Produkte zu verkaufen. Du wirst ohne weiteres ein Konto zum Beispiel bei Stripe dafür bekommen, auch bei PayPal, zumindest dann, wenn du eine amerikanische ITIN hast. Diese brauchst du für den PayPal Business Account. Aber auch als Holdinggesellschaft oder auch zum Trading zum Beispiel kann man die LLC verwenden. Wie gesagt, natürlich das alles unter der Annahme, dass du nicht mehr in Deutschland wohnst, sondern in einem Land, wo der Einsatz einer solchen Gesellschaft hier möglich ist. Der in Deutschland wohnt, sollte keine LLC gründen. Wenn du auswanderst, würde ich dir raten, die Gesellschaft erst nach der Auswanderung zu gründen, damit du dann dem deutschen Staat die Gründung der Gesellschaft nicht mehr melden musst, was ansonsten gesetzlich verpflichtend ist. So, wenn auch du Interesse hast, eine solche US-LLC zu gründen, also eine Gesellschaft, die steuerfrei ist, die anonym ist, für die man einfach Konten bekommt, die eine gute Reputation nach außen hat, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Wir haben ein Komplettpaket. Unsere Website dazu heißt nullsteuer.llc.
Wir gründen deine LLC in ein paar Bundesstaaten, zum Beispiel Florida, zum Beispiel Delaware, Wyoming, Texas und noch ein paar anderen. Wir haben ein rundum sorglos Paket, da ist tatsächlich alles drin enthalten, alle Leistungen, die ich gerade eben hier genannt habe und auch noch einige mehr. Alle Details dazu auf der Webseite Nullsteuer LLC. Die LLC ist innerhalb von wenigen Tagen für dich gegründet und einsatzbereit und wie ich es schon gesagt habe, für viele tatsächlich die ideale Rechtsform, wenn sie im Ausland leben. Vergewissere dich aber auf jeden Fall, dass die LLC mit deinem Wohnsitzstaat kompatibel ist. Berücksichtige auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht als Deutscher. Hier musst du dich gegebenenfalls noch steuerlich oder rechtlich beraten lassen. Natürlich können wir auch dich dazu beraten. Wir sind seit 2008 in den USA aktiv, betreuen Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, die dort steuerliche Vertretung benötigen. Link zum Beratungsgespräch und zu unseren LLC-Paketen packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.